Du oder jemand aus deinem Umfeld ist im Krankenhaus, bekommt die schlimmste Diagnose des Lebens: Krebs. Und die Krankenschwester serviert Toastbrot, Marmelade und Pudding zum Frühstück. Moment, dass Zucker schlecht ist, hast du vielleicht gehört. Aber weltweit führende Eliteforscher wie Professor Thomas Seyfried, Dr. Dominic D'Agostino, Dr. William Li und Dr. Hanna Heikenwälder aus Deutschland zeigen uns ein viel komplexeres und erschreckendes Bild. Krebs ist leider nicht nur ein Zuckerjunkie, sondern ein hochadaptives metabolisches Monster. Wer glaubt, es reicht einfach, die Kohlenhydrate wegzulassen, der irrt gewaltig. Das ist wirklich zu einfach gedacht. Dieses Monster hat nämlich einen zweiten Treibstoff, den fast alle ignorieren: Entzündung und Glutamin. In diesem Video zeige ich dir die komplette Zwei-Treibstoff-Strategie weltweit führender Experten und warum blindes Low Carb oder Keto fatal sein kann, wenn du den Nährboden vergisst. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 30 war, mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente und 100% natürlich. Warum mache ich dieses Video? Ich bin kein Onkologe, ich bin kein Arzt. Aber das Thema Krebs verfolgt mich leider. Mein Opa ist an Prostatakrebs gestorben, als ich noch jünger war. Ich habe gesehen, was die Krankheit anrichtet. Der Onkel meiner Frau ist auch an Prostatakrebs gestorben. Mein Schwiegervater hat die Diagnose Darmkrebs bekommen. Er hat es zum Glück nach einer OP und Chemotherapie gut überstanden. Aber der Hauptgrund, warum ich mich so tief in die Materie eingegraben habe, ist mein Bruder. Er ist nur 2 Jahre älter als ich. Er bekam die Diagnose Ohrspeicheldrüsenkrebs. Eine sehr aggressive, seltene Form. Mein eigener Bruder musste 4 schwere Operationen über sich ergehen lassen. Er hat gekämpft, er hat es überstanden. Aber jeder, der Krebs im engsten Kreis erlebt hat, kennt dieses Gefühl. Die Angst bleibt. Sie sitzt im Nacken. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Deshalb habe ich intensiv zu diesem Thema für meinen Bruder recherchiert. Ich habe die Arbeit der weltweit führenden Experten studiert, um zu verstehen, was wir selbst tun können. Nochmal, ich bin kein Arzt. Krebs ist eine hochkomplexe Erkrankung und ich will das hier nicht simplifizieren. Das hier sind keine medizinischen Empfehlungen und sie ersetzen auf keinen Fall den Besuch bei deinem Spezialisten. Ich bin nur YouTuber, der sehr viel recherchiert hat, um die komplexen, oft englischen Fachmeinungen für dich verständlich zusammenzufassen. Mein Ziel ist nicht, dich zu behandeln. Mein Ziel ist, dir das Wissen zu geben, damit du deinen eigenen Körper besser verstehst und als informierter, mündiger Patient eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kannst. Lass uns direkt einsteigen. Wir müssen zuerst verstehen, warum wir den Krieg gegen den Krebs seit 50 Jahren nicht gewinnen. Seit Jahrzehnten erzählt man uns eine ganz bestimmte Geschichte. Man nennt sie die somatische Mutationstheorie. Das ist das Dogma, das fast in jedem Arztzimmer hängt. Es besagt, Krebs entsteht durch zufällige Fehler in deiner DNA. Du hast Pech gehabt. Deine Gene sind mutiert, einfach so oder vielleicht durch ein bisschen Sonnenstrahlung oder Rauchen. Und weil es deine Gene sind, kannst du eigentlich nichts tun, außer darauf zu warten, dass die Pharmaindustrie ein Medikament entwickelt, das genau diesen einen genetischen Fehler repariert. Das ist das Bild. Du bist das Opfer deiner Gene. Aber es gibt eine wachsende Gruppe von Eliteforschern, gerade in den USA, die sagen, das ist falsch. Professor Thomas Seyfried vom Boston College ist einer von ihnen. Er sagt ganz klar, Krebs ist keine genetische Krankheit. Krebs ist eine mitochondriale Erkrankung. Es ist ein Energieproblem. Stell dir deine Zellen vor wie kleine Hybridautos. Eine gesunde Zelle hat 2 Motoren, um Energie zu produzieren. Der erste ist ein hochmoderner Elektromotor, das sind unsere gesunden Mitochondrien. Sie nutzen Sauerstoff, um Nährstoffe extrem effizient und sauber zu verbrennen. Man nennt das Zellatmung. Der zweite Motor ist ein uralter, schmutziger Dieselmotor als Reserve. Das ist die Gärung, die Fermentation. Dieser Prozess ist primitiv. Er braucht keinen Sauerstoff, er ist extrem ineffizient und er produziert massenhaft Abgase, wie Milchsäure zum Beispiel. Professor Seyfrieds Forschung zeigt, bevor der Krebs entsteht, gehen die Mitochondrien kaputt. Der saubere Motor fällt aus. Die Zelle erstickt quasi. Und was macht eine Zelle, die nicht sterben will? Sie schaltet in den Überlebensmodus. Sie wirft den alten Dieselmotor an. Sie fängt an zu gären. Und dieser Umschaltprozess, dieser verzweifelte Versuch zu überleben, das ist der Krebs. Die genetischen Schäden, die wir später sehen, sind gar nicht die Ursache. Sie sind nur die Folge, quasi der Ruß, der aus dem Auspuff dieses schmutzigen Motors kommt. Das ändert alles. Denn wenn Krebs ein Stoffwechselproblem ist, dann können wir den Stoffwechsel beeinflussen. Wir sind nicht machtlos. Hast du schon mal im Krankenhaus gelegen oder jemanden besucht? Was gab es da zu essen? Schreib mir mal unten in die Kommentare, war es gesund oder war es genau das Zeug, das Stoffwechselkrankheiten erst verursacht? Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Wenn wir akzeptieren, dass Krebszellen einen uralten Notfallmotor benutzen, dann müssen wir uns fragen, was tankt dieser Motor? Womit läuft er? Die Antwort kennen wir seit fast 100 Jahren. Otto Warburg hat dafür 1931 den Nobelpreis bekommen. Man nennt es den Warburg-Effekt. Krebszellen haben einen gigantischen Hunger auf Glucose, also auf Traubenzucker. Sie verbrauchen 10 bis 100 Mal mehr Zucker als eine gesunde Zelle. Sie sind also zuckersüchtig. Das ist übrigens auch der Grund, warum man Tumore bei bildgebenden Verfahren wie dem PET-Scan überhaupt sehen kann.
Das Kontrastmittel, das man spritzt, ist im Grunde markierte radioaktive Glucose. Der Krebs saugt diese Glucose wie ein Schwamm auf und leuchtet dann auf dem Bild heller als alles andere. Das ist der ultimative Beweis für seinen Hunger nach Zucker. Warum ist das so? Weil dieser alte Gärungsprozess extrem ineffizient ist. Um die gleiche Energie zu gewinnen, muss die Krebszelle massenhaft Zucker durchschleusen. Und damit sie diesen Zucker bekommt, entwickelt sie mehr Insulinrezeptoren, als gesunde Zellen es tun. Sie schreit förmlich nach Insulin. Insulin ist hier der Schlüssel. Insulin ist nicht nur dazu da, den Blutzucker zu senken. Insulin ist ein Wachstumshormon. Wenn du einen hohen Insulinspiegel hast, gibst du deinem Körper permanent das Signal: wachsen, speichern, einlagern, bauen. Für einen Tumor ist Insulin wie Dünger. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Krankenhausessen an. Toastbrot, Marmelade, Nudeln, Pudding etc. Das sind pure Kohlenhydrate. Das ist wirklich Zucker. Dein Blutzucker schießt nach oben, deine Bauchspeicheldrüse pumpt Insulin ins Blut. Damit lieferst du dem Tumor also genau den Treibstoff Zucker und genau den Wachstumsbefehl Insulin, den er braucht, um zu explodieren. Professor Seyfried nennt das Wahnsinn, aber Sie selbst? I don't know what's going on. You go to the hospital and the cancer center and they're drinking Coca-Cola, sweet tea and donuts. And I saw the guy being infused with Red Devil doxorubicin with a stand with the bag. And he's got a liter of Coca-Cola and a hamburger. And I'm saying to myself, what the hell is this? In the leading cancer center of our country, Dana-Farber Cancer Center, right? But then I found out it happens at MD Anderson, Sloan Kettering, go right down the list. I mean, this is nuts, right? And where's the dietitian there? She should be ripping the soda out of his hand, right? Rather than tell me, here's another one. Dass Ernährung einen Unterschied macht, ist keine graue Theorie aus dem Labor. Es gibt da draußen bewegende Geschichten. In diesem Video hier erzählt Christiane Wader sehr offen von ihrem Leidensweg mit Brustkrebs und wie für sie die ketogene Ernährung ein absoluter Wendepunkt war. Ja, natürlich, das ist ein Einzelfall, eine Anekdote, das ist keine klinische Studie. Aber wenn man gezielt danach sucht, findet man sehr viele solcher Berichte von Menschen, die Verantwortung übernommen haben. Sowas ist dann ein Fall von 10.000 und wird als Einzelfall oder Wunder abgestempelt. Ich frage aber, wer zieht eine ketogene Ernährung wirklich durch, wenn der Onkologe sagt, essen Sie normal weiter? Genau, einer von 10.000 vielleicht. Denk dran, keiner kommt, um dich zu retten. Das ist dein Leben, dein Körper, deine Verantwortung. Also, der erste große Hebel, den wir haben, wir müssen den Zuckerhahn zudrehen. Wir müssen den Blutzucker stabilisieren und das Insulin senken. Das ist die Basis. Das ist das, was viele als ketogene Ernährung kennen. Aber Vorsicht, und das ist jetzt extrem wichtig, viele Leute denken, sie lassen einfach das Brot weg, essen dafür Unmengen an Wurst und Käse und alles ist gut. Das ist ein fataler Irrtum. Denn Krebs hat noch einen zweiten Treibstoff. Und wenn du den ignorierst, kannst du trotz ketogener Ernährung scheitern. Wenn du der Meinung bist, dass Ernährung endlich ein fester Bestandteil jeder Krebstherapie werden muss und nicht nur Begleitmusik, dann gib dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben. Damit zeigen wir dem Algorithmus, dass dieses Thema wirklich wichtig ist. Und falls du jemanden in deinem Umfeld hast, der an Krebs erkrankt ist, teile auch dieses Video mit ihm oder ihr. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den die meisten Keto-Videos verschweigen. Wir müssen über die Arbeit von Dr. Hanna Heikenwälder sprechen. Sie bringt eine entscheidende Nuance ins Spiel, die unser Verständnis komplettiert. Sie benutzt ein fantastisches Bild. Die Genetik ist vielleicht der Samen für Krebs, aber unser Lifestyle, unser Körperzustand, unsere Ernährung sind der Nährboden. Aber schau es dir selbst an. Das waren ganz, ganz viele Studien, die immer mehr dieses Aha-Erlebnis dann verursacht haben. Ja, Mutationen sind wichtig, das sind die Grundlage, das ist sozusagen der Samen, aus dem Krebs entsteht. Aber alles drumherum, ob das Entzündungen sind, chronische Erkrankungen, der Stoffwechsel, die Lebensweise, die Stresshormone, das ist der Nährboden oder das Substrat, in dem ich diesen Samen bette. Ja. Und deshalb, die Mutationen, die können wir großteils gar nicht verhindern. Die sind angeboren, die entstehen spontan. Tatsächlich ist Zigarettenrauch und UV-Strahlung sind die wenigen Beispiele, wo wir wirklich wissen, das ist die Ursache von Lungenkrebs oder Hautkrebs. Und bei dem Großteil der Fälle haben wir das gar nicht in der Hand. Die meisten Mutationen entstehen einfach spontan. Das ist auch gar nicht nur immer bei der Zellteilung, wie gesagt wird, sondern hauptsächlich einfach durch Nebenprodukte des Stoffwechsels, so reaktive Sauerstoffmoleküle. Das haben wir nicht in der Hand. Aber wir haben zu jedem Zeitpunkt des Lebens, auch wenn wir schon Krebs haben, egal in welcher Form, haben wir in der Hand, wie angenehm wir den Zellen, den kranken oder mutierten Zellen das Überleben in unserem Körper machen. Aber natürlich nimmt unser Einfluss immer mehr ab. Du kannst den bösesten Unkrautsamen der Welt haben. Wenn er auf Beton fällt, passiert nichts. Er geht nicht auf.
Aber wenn er auf einen feuchten, gut gedüngten Boden fällt, dann wuchert er. Was ist dieser Nährboden im Körper? Es ist Entzündung, chronische, stille Entzündung. Und hier kommt der zweite Treibstoff ins Spiel, Glutamin. Glutamin ist eine Aminosäure, ein Baustein von Proteinen. Krebszellen sind nämlich nicht dumm. Wenn du ihnen den Zucker wegnimmst, werden sie, wie Professor Seyfried sagt, zu Hybridmotoren im negativen Sinne. Sie fangen an, Glutamin zu vergären. Woher kommt dieses Glutamin? Aus Proteinen. Und jetzt siehst du das Problem bei der klassischen Dirty-Keto-Ernährung. Wer den ganzen Tag verarbeitete Wurst, billiges Fleisch aus Massentierhaltung, Speck und Käse isst, der macht 2 Fehler. Erstens, er führt dem Körper massenhaft Protein zu, das im Überfluss in Glutamin umgewandelt werden kann. Du fütterst den Krebs also über die Hintertür weiter. Und zweitens, verarbeitetes Fleisch, Pökelsalz, die Zusatzstoffe in der Wurst, das alles feuert Entzündungen an. Es düngt also den Nährboden. Dr. Heikenwälder warnt eindringlich. Verarbeitetes Fleisch ist auch ein Problem. Wir müssen weg von diesem Hauptsache keine Kohlenhydrate denken, hin zu einem wir müssen den Nährboden sanieren denken. Es geht nicht darum, gar kein Protein mehr zu essen. Protein ist überlebenswichtig. Aber wir müssen es strategisch dosieren, nicht exzessiv. Und vor allem, die Qualität muss stimmen. Wir brauchen Lebensmittel, die Entzündungen löschen, nicht anfachen. Wir müssen verstehen, Krebs ist eine Anpassung an ein toxisches Milieu. Wenn dein Körper voller Entzündungen ist, wenn das Insulin hoch ist, wenn Giftstoffe im Fettgewebe gespeichert sind, dann ist das der perfekte Nährboden. Wir müssen den Boden ändern. Wir müssen das Terrain bereinigen. Wir haben über Zucker gesprochen, wir haben über Entzündung gesprochen, über Protein. Aber es gibt noch einen Faktor, der oft noch mächtiger ist als das Essen. Du kannst die perfekteste Ernährung der Welt haben. Wenn du dieses Thema ignorierst, fährst du mit angezogener Handbremse. Es geht um Stress und Schlaf. Dr. William Li und Dr. Heikenwälder betonen das immer wieder. Stress ist chemisch messbar. Wenn du psychischen Stress hast, Angst um den Job, Streit in der Familie oder eben die Angst vor der Diagnose, dann schüttet dein Körper Cortisol aus. Cortisol ist ein Stresshormon. Und weißt du, was Cortisol macht? Es lässt deinen Blutzucker ansteigen und damit auch dein Insulin. Auch wenn du gar nichts gegessen hast. Deine Leber schüttet Zucker aus, um dir Energie für Kampf oder Flucht zu geben. Aber du kämpfst eben nicht und du rennst auch nicht weg. Du sitzt auf dem Sofa und hast Angst. Der Zucker bleibt im Blut. Das Insulin steigt und der Krebs freut sich. Dauerhafter Stress unterdrückt außerdem dein Immunsystem. Er fährt die Schutzschilde runter. Dr. William Li nennt das Shields Down. Deine Killerzellen, die eigentlich den Tumor bekämpfen sollen, werden lahmgelegt. Und das Gegenmittel, das ist der Schlaf. Schlaf ist nicht einfach nur Pause, Schlaf ist Therapie. Im Schlaf reparieren sich deine Mitochondrien, man nennt das Mito-Recovery. Wenn du weniger als 7 oder 8 Stunden schläfst, nimmst du deinem Körper die einzige Chance, die Schäden des Tages zu reparieren. Du lässt den Müll liegen. Und Müll in der Zelle führt wieder zur Entzündung. Teile dieses Video gerne mit jemandem, der gerade viel Stress hat und vielleicht nicht versteht, warum er sich körperlich so schlecht fühlt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Stress nicht nur im Kopf ist, sondern pure Biochemie. Okay, wir haben die Probleme identifiziert. Zucker, Glutamin, Entzündung, Stress. Was ist jetzt die Lösung? Was ist der strategische Schlachtplan, den uns die Experten an die Hand geben? Die Antwort ist überraschend einfach, kostet keinen Cent und ist deshalb für die Pharmaindustrie völlig uninteressant. Es ist das Fasten. Professor Seyfried nennt es den Press-Pulse-Ansatz. Wir müssen den Krebs unter Druck setzen. Warum ist Fasten so mächtig? Weil es die einzige Strategie ist, die beide Treibstoffleitungen für den Krebs zeitgleich kappt. Wenn du fastest, sinkt dein Blutzucker. Der Zuckerhahn ist zu. Gleichzeitig sinkt dein Insulin. Der Wachstumsbefehl ist weg. Aber das Wichtigste, wenn du fastest, recycelt dein Körper eigene Proteine. Er braucht kein Glutamin von außen mehr. Der Glutaminspiegel im Blut wird reguliert. Und jetzt kommt das Spannende für alle, die eine schulmedizinische Behandlung machen. Fasten macht Chemotherapie und Bestrahlung oft wirksamer und verträglicher. Dr. Walter Longo hat das erforscht. Gesunde Zellen haben einen Schutzmechanismus. Wenn sie keine Nahrung bekommen, fahren sie in einen Winterschlafmodus. Sie schützen sich. Krebszellen können das nicht. Sie sind Stoffwechselidioten. Sie bleiben aktiv, sie schreien weiter nach Futter. Wenn jetzt die Chemo kommt, sind die gesunden Zellen geschützt im Winterschlafbunker. Die Krebszellen stehen draußen im offenen Feld und kriegen die volle Ladung ab. Das ist keine Esoterik, das ist biologische Logik. Es gibt Studien wie die von Dr. Longo zur Fasting Mimicking Diet, die genau das zeigen. Aber warum wird uns das nicht verschrieben? Warum gibt es kein Fasten auf Rezept? Weil man auf Fasten kein Patent anmelden kann. Es gibt kein Geld damit zu verdienen. Es gibt Medikamente, die den Glutaminstoffwechsel blockieren könnten, wie das Medikament DON oder DON. Professor Seyfried erwähnt es sehr oft. Es ist billig, es ist effektiv. Aber es wird nicht großflächig eingesetzt oder weiterentwickelt, weil der Patentschutz abgelaufen ist. Es lohnt sich finanziell nicht. Das ist die traurige Realität unseres Systems. Wir müssen also selbst aktiv werden. Wir müssen unseren Stoffwechsel messen. Es gibt einen Wert, den Glucose-Keton-Index, GKI,
den kann man messen wie den Blutzucker. Professor Seyfried sagt, wir müssen diesen Wert in einen therapeutischen Bereich bringen. Wenn du wissen willst, wie man seine Blutwerte generell richtig liest und welche Entzündungswerte wichtig sind, schau dir gerne auch mein Video über Blutwerte an. Und noch ein Tipp, wer tiefer in die Ernährung einsteigen will, welche Lebensmittel den Nährboden reinigen und welche ihn vergiften, der findet auf meiner Webseite auch Empfehlungen zu den besten Büchern zu diesem Thema unter lifealgorithm.de. Top 3 Produkte, Wissen und Bildung, Bücher und Gesundheit, Ernährung, Krebs. Wissen ist hier wirklich Macht. Zum Schluss noch das wichtigste Kapitel, dein Kopf. Viele Patienten verfallen in eine Opferhaltung. Sie geben die Verantwortung an der Pforte des Krankenhauses ab. Der Doktor ist der Gott in Weiß, er wird das schon richten. Aber wie wir gehört haben, wissen viele Onkologen schlichtweg nichts über Ernährung. Sie haben es im Studium kaum gelernt. Wenn dir ein Arzt sagt, essen Sie, was Sie wollen, das hat keinen Einfluss, dann hat er wissenschaftlich gesehen Unrecht. Punkt. Du darfst kein passiver Passagier sein. Du musst der Geschäftsführer deiner eigenen Gesundheit werden, der Chef im eigenen Körper. Du stellst das Expertenteam zusammen. Der Onkologe ist ein Berater für die Chemo oder Bestrahlung. Aber du brauchst vielleicht auch einen Ernährungsberater. Und ich meine nicht mich, denn ich bin kein Ernährungsberater. Du brauchst jemanden für den Sport. Du bist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Lass dir keine Angst machen. Angst lähmt das Immunsystem. Wissen gibt dir die Handlungsfähigkeit zurück. Wenn du verstehst, dass Krebs logischen biologischen Gesetzen folgt, verlegt er seine Schrecken als mystisches Schicksal. Er wird zu einem Problem, das man strategisch angehen kann oder noch besser proaktiv vermeiden. Fast 50% aller Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an Krebs. Daher ist hier eines meiner Lieblingszitate von Jim Rohn. Wir alle müssen einen von 2 Schmerzen ertragen. Den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bedauerns. Disziplin fordert wenig, Bedauern lastet schwer. Jim Rohn. Fassen wir den Schlachtplan nochmal komplett zusammen. Erstens, Krebs ist primär ein metabolisches Problem, kein genetischer Zufall. Die Mitochondrien sind der Schlüssel. Zweitens, drehe den Zuckerhahn zu. Stabilisiere deinen Blutzucker, um das Insulin tief zu halten. Drittens, achte auf den Nährboden. Nicht nur Low Carb oder Keto, sondern clean. Keine verarbeiteten Produkte, kein Pökelfleisch, keine Entzündungstreiber. Vorsicht mit zu viel Protein wegen des Glutamins. Viertens, saniere dein Umfeld. Stressreduktion und Schlaf sind genauso wichtig wie Ernährung. Fünftens, nutze das Fasten als mächtiges Werkzeug, um den Körper zu reinigen und Therapien effektiver zu machen. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören, das Unkraut nur zu schneiden, während wir den Boden weiter düngen. Wir müssen den Boden verändern. Über 70% von euch schauen meine Videos regelmäßig, haben aber noch nicht abonniert. Wenn du Teil dieser Bewegung für mehr Eigenverantwortung und echte Gesundheit sein willst, dann klicke jetzt kostenlos auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wenn du mitbestimmen möchtest, dann komm gerne in den Telegram-Kanal, wo wir über die Themen und andere Dinge abstimmen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleib oder werde gesund, übernimm Verantwortung für deinen Körper und denk dran, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, Peace out.